Hi, ich bin Hans und ich bin einer der Schlinge von Kalimoto. Und zwar möchte ich euch heute vorstellen, wie ihr Points of Interest, kurz POI, bei uns in der App für die Routenplanung integriert, damit ihr nicht nur feste Adressen oder Rundtouren fahren könnt, sondern dass ihr auf der Tour eventuell auch einen Bikertreff oder andere Sehenswürdigkeiten direkt in die Route mit einbauen könnt. Und zwar ist es das eigentlich relativ einfach, aber etwas versteckt, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar müsst ihr dazu in der Karte oben links auf den Button Suche gehen. Wenn ihr diesen anklickt, kommt ein extra Menü. Da könnt ihr oben in der Regel, also das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch schon mal gemacht haben, eine Adresse eingeben und suchen. Ihr habt darunter aber unsere Auswahl an Points of Interest. Das heißt, ihr könnt darüber Sehenswürdigkeiten, Bikertreffs, Kurvenkombinationen, aber auch Gebirgspässe oder Hotels direkt in die Route mit einbinden. Und das Ganze funktioniert so, wenn wir uns das jetzt bei den Sehenswürdigkeiten mal angucken, klickt ihr auf Sehenswürdigkeiten rauf und es wird euch in der Karte direkt angezeigt, wo sich diese Sehenswürdigkeiten befinden. Da ist sogar als Highlight ein kleines Foto zu sehen, dass ihr euch gleich einen Eindruck verschaffen könnt, was euch dort erwartet. Und wenn ihr dieses Foto anklickt, dann öffnet sich so ein Kontextmenü und in diesem Kontextmenü könnt ihr diesen POI direkt als Start, als Via-Punkt oder als Ziel mit einbauen, sodass ihr direkt, auch wenn schon zum Beispiel schon eine Route geplant ist, diesen als zusätzlichen Via-Punkt mit integrieren könnt. Bei den Sehenswürdigkeiten kommt noch dazu, dass ihr über den Punkt Mehr zusätzliche Informationen über diesen Ort abrufen könnt und direkt auch Telefonnummern oder Links zur Webseite oder dem Wikipedia-Artikel sehen könnt, sodass ihr vorab euch vielleicht sogar schon etwas schlau machen könnt, was euch dort erwartet und was man dort machen kann. Auf jeden Fall, wenn ihr diesen Punkt in die Route integriert, dann seht ihr ganz normal die dann umgeplante Route und das Schöne daran, der entsprechende Marker, also der Routenpunkt, egal ob jetzt Via, Start oder Ziel, hat gleich das Symbol des entsprechenden POI, sodass ihr auf einen Blick in der Route, wenn ihr zum Beispiel 20 Via-Punkte habt, könnt ihr genau sehen, dass Nummer 4 und Nummer 7 Bikertreffs sind oder Tankstellen, die dann sofort ersichtlich sind, dass dort entsprechend das Tanken ansteht oder zum Beispiel eine kleine Pause. Wenn ihr unterschiedliche POI in der Karte anzeigen lassen wollt, müsst ihr jeweils immer den aktuellen ausblenden. Das macht ihr über den Button unten links. Und dann wählt ihr wieder über das Suchmenü den nächsten POI und könnt euch diesen dann anzeigen lassen und durch das Anklicken ebenfalls direkt in die Route integrieren. Was vielleicht noch ganz interessant und wichtig ist, dass diese POI von uns zum Teil selbst händisch erfasst werden. Das heißt zum Beispiel die Bikertreffs. Die haben wir händisch über Recherche selbst erstellt und wir haben, behaupte ich jetzt mal, weltweit die größte Datenbank an Bikertreffs. Das heißt, wir versuchen, diese ständig aktuell zu halten, auch nicht mehr bestehende Bikertreffs, die zum Teil auch durch unsere Nutzer gemeldet werden, aus der Datenbank zu entfernen und neue Bikertreffs, die sich etablieren, dort aufzunehmen. Das heißt, wir kuratieren diese Inhalte. Und das Gleiche versuchen wir auch bei anderen POI, zum Beispiel bei den Hotels, dass wir spezialisierte Hotels, die auf Biker spezialisiert sind und besondere Vorteile für Motorradfahrer haben, dass wir diese bei uns dann natürlich auch in der Hotelsuche mit dabei haben, sodass ihr, wenn ihr unterwegs seid, auch ein Hotel findet, wo ihr zum Beispiel eine Garage findet für euer Motorrad oder wo der Hotelier idealerweise vielleicht selbst fährt und euch sogar noch über Kalimoto Routenvorschläge zur Verfügung stellen können für die Region, wo das Hotel liegt. Also wir versuchen dadurch für euch nicht nur einfach eine billige Liste an POI, die wir zum Beispiel aus irgendeiner Datenbank rausziehen, anzubieten, sondern wir versuchen das sogar auch hier wieder spezialisiert auf die Bedürfnisse von Motorradfahrern zu machen, sodass es für euch dadurch noch leichter wird, die perfekte Tour mit Kalimoto zu erleben. Das war es an dieser Stelle auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch das Feature Points of Interest etwas näher bringen. Wünsche euch weiterhin gute Fahrt und wenn ihr nichts verpassen wollt von Kalimoto, dann diesen Kanal bitte abonnieren, das kleine Glöckchen aktivieren und ja, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald.